Mein Name ist Philipp Mitscherlich, ich bin Geschäftsführer im Hause Industriebedarf Niemann-Lees. Industriebedarf Niemann-Lees ist ein technischer Großhandel im Norden Deutschlands mit 4 Standorten in Lüneburg, Rostock, Kiel und Bielefeld. Insgesamt beschäftigen wir über 60 Mitarbeiter, davon 8 Mitarbeiter im Außendienst. Lagerfläche 2500 Quadratmeter mit ungefähr 25.000 lagergeführten Artikeln. Ja, guten Tag, ich bin Ulrich Dietze, Gründer und Geschäftsführer der Deutschen Vertriebsberatung. Wir beschäftigen uns seit 1992 mit der systematischen Optimierung von Vertriebsprozessen, insbesondere im Fachgroßhandel. Dazu haben wir in den vergangenen Jahren mehr als 2000 Unternehmen branchenübergreifend analysiert. Ziel war es herauszufinden, was machen besonders erfolgreiche Unternehmen ähnlich und was machen sie anders im Vertrieb. Also besonders wichtig war uns die Effizienzsteigerung, dass wir also nicht Champion im Angebotsbearbeiten werden, sondern im Umwandeln von Angeboten in Aufträge, um damit eben eine möglichst gute Angebotsauftragserfolgsquote zu erreichen. Unsere Aufgabe im Projekt Niemann-Lees war es zunächst einmal mit den Mitarbeitern und Führungskräften den vorhandenen Prozess zu analysieren. Also was wird getan, um neue Kunden anzusprechen, wie gut wird mit Anfragen umgegangen, wie stark sind die Angebote und was passiert danach. Wir haben dann entschieden, im ersten Step das Anfragemanagement zu optimieren, also den Weg der eingehenden Kundenanfrage bis zum Angebot, im Sinne von mehr Kontakt aufzunehmen zum Kunden, mehr mit dem Kunden über den Bedarfsfall zu sprechen. Wir haben im zweiten Step die Angebote optimiert im Sinne der Kundenorientierung und im dritten Step haben wir uns angeschaut, wie können wir wertige Angebote nachfassen, ohne dem Kunden auf die Nerven zu gehen, aber eben ohne auch zu hören, der Auftrag ist bereits vergeben. Zielsetzung des Projekts war es, unnötigen Angebotsaufwand zu reduzieren und sinnvoll mehr Aufträge zu generieren. Ja, mein Name ist Mike Niggemann. Ich bin bei der GWS verantwortlich für den Bestandskundenvertrieb und somit erster Ansprechpartner für unsere Kunden in puncto weitergehende Produkte und weitergehende Dienstleistungen. Die ERP-Lösung GEWIS ist hier im Hause Niemann-Lees schon seit vielen Jahren im Einsatz, seit 2010 um genau zu gehen. Dann war es natürlich folgerichtig, dass die aufgesetzten Maßnahmen mit der Deutschen Vertriebsberatung, mit Herrn Dietze, auch entsprechend dazu geführt haben, zu dem Wunsch, das Ganze miteinander zu verbinden. Auf der Basis wurden dann Gespräche über die Konzeptionierung aufgesetzt zwischen GWS, der Deutschen Vertriebsberatung und dem Unternehmen Niemann-Lees, die dann letztendlich in den entsprechenden Funktionen gemündet sind. Und diese stehen heute allen Kunden im aktuellen GWS-Release zur Verfügung und können entsprechend genutzt werden. Sie finden in erfolgreichen Vertrieben insbesondere 4 Bereiche, die überdurchschnittlich gut und hoch entwickelt sind. Feld Nummer 1 ist das Thema Akquisitionsmanagement. Was wird vom Fachgroßhandel unternommen, um neue Kunden anzusprechen oder Bestandskunden mit neuen Produkten zu versorgen? Feld Nummer 2 ist das Thema Anfragemanagement. Was passiert mit der eingehenden Kundenanfrage vom Eingang der Anfrage bis zur Angebotsentscheidung? Feld Nummer 3, wie verkaufsorientiert sind Angebote aufgebaut? Wie sehr hilft das Angebot des Großhandels dem Kunden dabei, sich für den Fachhandel zu entscheiden? Und Feld Nummer 4, was passiert nach Angebotslegung, um dem Kunden dabei zu helfen, aus dem Angebot einen Auftrag zu machen? Stichwort Angebotsverfolgung, Abschluss. Ja, die Ergebnisse möchte ich gerne wie folgt zusammenfassen. Wir hatten zum einen eine erhebliche Zeitersparnis durch weniger unnötige Angebote oder unnötige Folgeangebote durch eine bessere Vorklärung vor dem Angebot. Wir haben im Wesentlichen eine Reduzierung von Abwicklungsreklamationen und Retouren erreichen können und damit eine Kosteneinsparung. Wir haben, das ist ein weicher Faktor, bei Niemann-Lees eine sogenannte Anfragekultur entwickelt und das führt dazu, dass Kunden ihre Lieferanteile systematisch in Richtung Niemann-Lees verlagern. Da, wo ich mich wohlfühle, frage ich gerne an, wenn ich das Gefühl habe, ich werde dort freundlich bedient, mit Interesse bedient, mit fachlicher Kompetenz. Ein ganz wichtiger Punkt, wir haben prozessbedingte Auftragsverluste deutlich reduziert. Prozessbedingt bedeutet, es sind Dinge, die wir selber beeinflussen können, also nicht zu spät angeboten, nicht am Bedarf vorbei angeboten. Wir haben mit allen Entscheidern gesprochen und wir haben auch den Prozess der Angebotsverfolgung mit dem Kunden abgestimmt und dadurch eben auch die Chance gehabt, zeitnah Einfluss zu nehmen. Und last but not least, wir haben die Abschlussquoten erheblich verbessert bei gleichen oder auch gesteigerten Deckungsbeiträgen.
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor, um erfolgreich ein Vertriebskonzept, wie es von der Deutschen Vertriebsberatung aufgesetzt ist und geschult wird, im Unternehmen zu etablieren, ist natürlich auch die enge Verzahnung mit der wahren Wirtschaftslösung, in diesem Fall natürlich mit GEWIS und der entsprechenden Standardabbildung. Denn nur so haben Sie die Möglichkeit, dauerhaft entsprechend diesen Mehrwert für alle Mitarbeiter auch im Unternehmen nachhaltig zugänglich zu machen. Wenn wir Vertriebsführungskräfte fragen, wie messen sie denn aktuell die Qualität ihrer Vertriebsmitarbeiter? Dann kommt im Regelfall die Antwort, wir messen sie im Moment eigentlich nur am Ergebnis. Damit haben wir aber eigentlich nur eine Seite der Medaille abgedeckt. Mit unseren Werkzeugen, die wir im Rahmen des Projektes erarbeiten, gewinnt die Führungskraft die Chance, den gesamten Prozess qualitätstechnisch zu überprüfen und auch entsprechend zu führen. Und da wir alle TQS-Werkzeuge nun auch in GEWIS abbilden können, bietet sich damit für den Kunden die Chance, diese Nachprüfbarkeit, die Führbarkeit der Prozesse noch weiter zu optimieren. Als Messgröße haben wir die Angebotsauftragsquote zugrunde gelegt, die bei ungefähr 25% der Angebote gelegen hat, die wir in Aufträge umwandeln konnten. Und nachdem wir TQS eingeführt haben, sich über die Jahre nachhaltig bei größer 50% mittlerweile verankert hat. Ein wichtiges Merkmal unserer Prozesse ist das Schaffen von Werkzeugen. Werkzeuge, die es den Mitarbeitern ermöglichen, auch nach einem Projekt die Dinge aus den Seminaren, aus den Coaching-Tagen auch wirklich nachhaltig umzusetzen. Dazu entwickeln wir mit den Mitarbeitern verschiedene Checklisten, Ablaufpläne etc., die es möglich machen, auch noch Wochen und Monate nach einem Projekt besser vorzugehen im Vertrieb. Und dabei hat uns GEWIS enorm geholfen, denn durch die Abbildung der GEWIS-Werkzeuge, der TQS-Werkzeuge in GEWIS, haben wir den Vorteil, dass es für den Mitarbeiter einen besseren Zugriff bietet, dass es für den Kunden eine bessere Auswertungsmöglichkeit bietet, mit dem Ziel, am Ende des Projektes zu sagen, wir haben die und die Basis gehabt im Vorfeld, wir haben eine deutliche Ergebnissteigerung, nicht nur gefühlt, sondern auch messbar.